ich dachte, du wolltest dich von der Präsentation fernhalten. Ja, das wollte ich ursprünglich auch, aber Barbara hat mich gebeten, die Gäste zu empfangen und die Presse in Schach zu halten. Wollte das nicht Erika machen? Ja, das wollte Erika machen, aber sie muss zu dieser Beerdigung. Und wenn Sie mal mit fertig sind, dann schaffen Sie wie besprochen die Musikbox ins No Limits. Clarissa, ich muss mit dir reden. Du siehst doch, dass ich beschäftigt bin. Was bezweckst du mit dieser ganzen Show hier? Wenn man dich so reden hört, könnte man meinen, du hast was dagegen, dass ich auf Friedenau einziehe. Ramon. Er hat nicht mehr lange zu leben. Wie bitte? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Warum nicht? Weil sie mir gehört. Ich liebe Barbara. Und Barbara liebt mich. Was redest du da? Hast du den Verstand verloren? Nein, nein. Barbara und ich, wir lieben uns. Barbara liebt dich. Tut mir leid, dass du es auf diese Weise erfährst, Christoph, aber ich konnte das Versteckspiel einfach nicht länger ertragen. Ich wollte endlich für Klarheit sorgen. Das ist ihr in der Tat gelungen. Hallo, Frank. Hallo. Wie geht es denn Nick und Uli? Ach, die tragen es erstaunlicherweise sehr gefasst. Wo sind denn Ramon und Arno? Arno hat sich was hingelegt nach dem Schock mit Florian. Wo Ramon ist, weiß ich nicht. Hast du noch mal versucht, mit ihm zu reden? Wenn man mit Sturheit Geld verdienen könnte, wäre Ramon jetzt Millionär. Nimmt er denn wenigstens die Vitamine und Aufbaupräparate, die du ihm gegeben hast? Nein. Bei allem, was mit seiner Krankheit zu tun hat, blockt er total ab. Und inzwischen auch bei mir. Dann ist also Funkstille zwischen euch, ja? Ramon geht mir heute aus dem Weg. Verstehe. Und dabei willst du doch eigentlich nur sein Bestes. Ja, aber Sie kennen ihn ja. Ramon dos Santos ist einfach ein riesiger Sturkopf. Hallo, Ramon. Willst du einen Kaffee? Naja, warum nicht? Hi. Eigentlich lieber doch nicht. Ich gehe nach oben, aber vielen Dank. Sehen Sie, das meinte ich. Du musst Geduld haben. Du musst versuchen, immer wieder mit ihm zu reden. Versetz dich mal in seine Lage. Das tue ich doch andauernd. Aber ich habe einfach keine Lust mehr. Wie lange geht das schon mit euch? Einige Zeit. Wie lange genau? Es begann, als du in Tunis warst. Was? So lange spielt ihr mir diese Komödie schon vor? Wir wollten es dir ja sagen, aber Warum die Wahrheit sagen, wenn es mit einer Lüge bequemer ist, nicht? es war nicht bequem. Wir wollten dich nicht verletzen. Du hast ein Verhältnis mit meiner Frau und sagst mir das einfach so ins Gesicht. Christoph, es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass du mich hintergangen und meine Gastfreundschaft und mein Vertrauen missbraucht hast? Das glaubst du ja nicht. Wir haben wirklich versucht, gegen unsere Gefühle anzukämpfen. Offenbar vergeblich. Ich kann dich nur aufrichtig um Verzeihung bitten. Zu spät. Hättest du dir früher überlegen sollen. Christoph, bitte. Es reicht. Lass mich bitte allein. Verschwinde. So ein Unsinn. Wenn ich Ihnen vielleicht erklären könnte. Das geht so nicht, meine Herren. Wenn das Ihr neues Konzept ist für unsere Werbestrategie, dann sollten Sie sich einen anderen Job suchen. Die Konkurrenz schläft nicht. Gerade heute hat Barbara von Sterneck ihre neue Caradonna-Kollektion vorgestellt. Leider mit großem Erfolg. Und diese Fotoserie erscheint nächste Woche in einem der bekanntesten Modemagazine.
Wir mit Linie Clarisse müssen einfach besser und populärer sein als diese Sternig. Also lassen sich gefälligst was einfallen. Nächste Woche habe ich ein neues Konzept auf dem Tisch. Ja, was ist? An die Arbeit. Ah, wie schön, du bist da. Charlie, ich habe zu tun. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Was glaubst du? Lass mich raten. Du hast wieder mal eine Neueroberung gemacht. Noch nicht, aber ich bin am Ball. Schön. Dann kann ich jetzt ja weiterarbeiten. Willst du gar nicht wissen, wer es ist? Wahrscheinlich ist er stinkreich und sieht blendend aus. Woher weißt du das? Ach, Charlie, erzähl mir doch keine Geschichten. Solche Männer interessieren sich doch nicht ausgerechnet für dich. Wenn du dich da mal nicht irrst. Und, wer ist es? Auf einmal. Charlie, jetzt nerv nicht. Also, Ich sage nur einen Namen. Pavlos Christidis. der griechische Reedersohn? Der Milliardär? Kennst du noch einen? Wahrscheinlich hast du sein Foto in irgendeiner Boulevardzeitung gesehen. Du wirst dich wundern, Schätzchen. Dieser Mann hat 6 Bilder in meiner Galerie gekauft. Das ist allerdings interessant. Oh, tut mir leid, war leider Absicht. Sag mal, spinnst du? Das wollte ich dich gerade fragen. Aber wenn du dich nie blicken lässt, kann ich das ja nicht. Ich habe einfach keinen Bock, mir ständig deine besorgte Fresse anzusehen, als ob ich schon tot wäre. Wenn du nicht bald zum Arzt gehst, dann bist du das auch. Dann hast du ja ein Problem weniger. Sag mal, wer von uns beiden ist eigentlich krank? Ich oder du? Okay. Also, wenn du es schon nicht für dich tust, dann tust doch bitte für mich. Reg dich ab, ich gehe zum Arzt, okay? Und er ist so charmant. Das sind alle Südländer. Aber der Schein trügt, wie du aus deiner Erfahrung mit Roberto wissen müsstest. Ach, jetzt lass mich doch mal ein bisschen schwärmen. Vielleicht gefalle ich ihm ja auch. Sei mir nicht böse, Charlie, aber ich fürchte, für Pavlos Christidis bist du höchstens eine bessere Verkäuferin. Und wenn schon. Du weißt so gut wie ich, dass das im Bett keine Rolle spielt. Ach, ich dachte, so weit seid ihr noch gar nicht. Noch nicht, aber kurz davor. Ach, Clarissa, wenn du wüsstest, wie er mich angeschaut hat. Wie denn? Mit 2 Eheringen in den Augen? Ach, du bist schrecklich. Und du bist unrealistisch. Das werden wir ja sehen. Wasch, ich muss los, ich habe einen Termin bei Jacques. Möchtest du Pavlos mit einem festen Kurzhaarschnitt beeindrucken? Blondieren, meine Liebe, blondieren. Du weißt doch, südländische Männer lieben blonde Frauen. Aha. Und wann seht ihr euch wieder? Morgen so gegen 11 in der Galerie, wenn Pavlos seine Bilder abholt. Ja, dann. Viel Spaß. Den werde ich haben. Ciao. Ciao. Hallo? Ja, vergessen Sie das Konzept für die Werbekampagne. Ich kümmere mich selbst drum. Jetzt mach dir doch bitte nicht solche Sorgen um Florian. Mir wäre einfach wohler, wenn ich wüsste, wo er ist. Vielleicht meldet er sich ja bald. Das glaube ich allerdings nicht. Florian ist überzeugt davon, dass ich ihn verraten habe. Ich muss los. Ich geh schon. Sehen wir uns heute Mittag? Tut mir leid, ich habe einen Termin. Macht nichts. Ich weiß, wo der Kühlschrank steht. Mein Keyboard war doch kaputt. Jetzt kann ich wieder spielen. Das muss ich nicht abwarten. Also, tschüss, ihr beiden. Wiedersehen. Wiedersehen. Hast du denn noch mal versucht, mit Ramon zu sprechen? Naja, also ein Gespräch war das nicht gerade. Aber immerhin will er jetzt zum Arzt gehen. Ich glaube, er hat sich dann noch nicht ganz aufgegeben. Dann hast du es endlich geschafft. Tja, wer kann mir schon widerstehen? Und wo ist er jetzt? Jetzt? Jetzt ist er beim Arzt. Ich weiß nicht, wie oft ich noch herkommen kann, Cleo. Aber wir sehen uns ja eh bald.
Ja, dieses Bild gefällt mir persönlich am besten. Wegen der Malerei oder wegen des Motivs? Wegen des Motivs. Ich finde es so anregend. Ah ja. Also um ehrlich zu sein, ich bevorzuge eher die abstrakte Malerei. Abstrakte Malerei? Ich liebe abstrakte Malerei. Kandinsky... Sie entschuldigen mich einen Augenblick. Bitte. Was machst du denn hier? Ich war gerade in der Gegend und ich dachte, ich schau mal vorbei. Willst du uns nicht miteinander bekannt machen? Natürlich. Aber ich sage dir, er gehört mir. Sei nicht dumm, der Mann interessiert mich doch gar nicht. Darf ich vorstellen, Pavlos Christidis und meine beste Freundin Clarissa Gräfin von Anstetten. Freut mich sehr, Gräfin. Es ist mir eine Freude, Sie kennenzulernen. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Hoffentlich nur Gutes. Selbstverständlich. Wer würde es schon wagen, schlecht über Sie zu sprechen? Nun, einige desorientierte Menschen tun es gelegentlich. Sie entschuldigen uns jetzt kurz. Keine Ursache. Ich wollte sowieso noch 2 Bilder dort hinten betrachten. Bis gleich. Oh, ich könnte ihn auffressen. Hoffentlich schmeckt er nicht nach Olivenöl. Komm mal, keine Scherze. Es ist mir wirklich ernst. Und wenn es ihm auch so geht, ist ja gut. Ob das glaubst du denn nicht? Der hat mich zum Essen eingeladen. Glaubst du, das ist eine gute Idee? Wieso nicht? In einem Restaurant, da kommt doch überhaupt keine Atmosphäre auf. Nein, das musst du ganz anders machen. Christoph, darf ich reinkommen? Ja, natürlich. Danke. Es tut mir leid, dass ich dich hier so überfalle, zumal du ja mit deinem Sohn genug eigene Probleme hast. Ja, bitte. Danke. Entschuldige hier diese... darf ich dir was anbieten? Nein, danke. Tja, wie fange ich am besten an? Der Reihe nach. Der Reihe nach, ja. Also, Barbara betrügt mich. Und das schon eine ganze Zeit. Bist du sicher? Ja, Mit wem? mit Nils. Nils Petersen. Nils Peter? Mit einem meiner besten Freunde. Das ist ja... Das ist beschämend. Von beiden. Ich habe ja gespürt, dass sich Barbara immer mehr zurückzieht. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass da vielleicht ein anderer Mann dahinter stecken könnte. Ja, und sind die beiden jetzt... Wie sagt man so schön? Ein Paar? Nils behauptet es jedenfalls. Barbara, was sagt sie dazu? Ich weiß es nicht. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich dermaßen hintergeht. Sie hat mir was vorgespielt. Und wenn Nils nicht gewesen wäre, wüsste ich es heute noch nicht. Vielleicht ist sie sich ihrer Gefühle nicht sicher. Mich liebt sie jedenfalls nicht. Sonst hätte sie mir die Wahrheit gesagt. Und du? Liebst du sie noch? Wenn ich das wüsste. Eine wundervolle Idee von dir, das Essen hier zu machen. Naja, ich dachte mir, dein erstes privates Treffen mit diesem Mann sollte einen gewissen festlichen und intimen Rahmen haben. Wundervoll. Pavlos wird beeindruckt sein. Und das soll er auch. Aber denk dran, Charlie, gib dich nicht so schnell her. Keine Sorge. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss. Wenn dir was an diesem Mann liegt, dann halt ihn hin. Und wenn er vorher abspringt? Und das wird er nicht. Vergiss nicht, Charlie, alle Männer sind Jäger. Was sie sofort haben können, ist uninteressant. Herr Christidis ist da. Aha. Dann mal auf in den Kampf. Führen Sie ihn herein. Guten Abend, meine Damen. Vielen Dank für die wunderbare Einladung. Charlie. Oh, wie schön. Und der ist für Sie, Gräfin. Sehr aufmerksam. Also ehrlich gesagt, mich wundert Christophs Reaktion nicht. Ich natürlich auch nicht. Ja, warum hast du nicht einfach den Mund gehalten? Es ging einfach nicht mehr. Na super. Hast du dir mal überlegt, wie ich jetzt vor Christoph und Kathi dastehe?
Tut mir leid, dass du in der Sache mit drin hängst. Zu spät. Und? Was willst du jetzt machen? Ich werde meine Sachen packen und verschwinden. Eigentlich keine Ahnung, wohin. Kannst du nicht vielleicht bei Barbara bleiben? Nein, das geht auf keinen Fall. Warum nicht? Ja, weil ich ja dann sagen müsste, dass Christoph über sie und mich Bescheid weiß. Barbara wird es sowieso irgendwann rauskriegen. Das stimmt. Aber, ach mein Gott, ich habe ihr versprochen, nichts zu sagen. Daran hättest du früher denken müssen. Ich weiß doch, dass es ein Fehler war. Als Christoph wieder damit anfing, dass er Barbara liebt und zurückgewinnen will, da bin ich einfach ausgerastet. Das ganze Theater von vorne, das hätte ich nicht normal ertragen. Wäre ich doch nie hierher gekommen und in Borneo geblieben. Da hättest du dich auch verlieben können. Aber nicht in Barbara. Wenn Sie so oft Polo spielen, haben Sie sich doch bestimmt schon verletzt, oder? Nicht öfter als der Maharaja von Eschnapur. Bei unserem letzten gemeinsamen Turnier haben wir uns übrigens beide den rechten Arm verstaucht. Ach, ich glaube, darüber habe ich gelesen. Ja, die Presse, die hat mal wieder maßlos übertrieben. Daran gewöhnt man sich. Ich weiß nicht. Wenn ich immer Lügengeschichten über mich hören müsste, wäre mir bestimmt nicht angenehm. Es ist sehr schwer, gegen diese Leute etwas zu unternehmen. Am besten man ignoriert sie. Entschuldige. Ach, das tut mir leid. Wie ungeschickt von mir. Schon gut. Bemühen Sie sich nicht. Geh kurz ins Bad. Ich hoffe, sie verzeiht mir das. Da ist doch nichts passiert, das bisschen Wein. Ja, das Kleid ist neu und Charlie möchte immer, ja, wie soll ich sagen? Ja. Ja, sie möchte immer perfekt sein. Wer ist schon perfekt? Nun, wenn man auf der Suche nach dem Mann fürs Leben ist, dann spielt das schon eine gewisse Rolle. Ist hier ein Putzgeschwader durchgekommen? So ähnlich. Und was bedeutet das dann? Jetzt tu doch nicht so. Du weißt doch ganz genau, was los ist. So, alles wieder in Ordnung. Und jetzt freue ich mich auf das Dessert. Die Köchin macht das beste Mousse au Chocolat, das Sie je gegessen haben. Ich fürchte, ich werde darauf verzichten müssen. Oh, warum denn? Ein wichtiger Termin am Flughafen. Ich habe ihn dummerweise vergessen. Es tut mir wirklich sehr leid. Was können wir tun, damit Sie noch bleiben? Es geht wirklich nicht. Eine Abordnung arabischer Geschäftsleute wartet auf mich und möchte mich dringend sprechen. Charlie, wenn ich mich recht erinnere, hast du doch auch noch einen Termin. Ich? Ja, mit Herrn Höfer, dem Künstler. Herr Christidis könnte dich doch mit in die Stadt nehmen. Ah ja, dieser Höfer will bei mir ausstellen. Könnten Sie mich vielleicht unterwegs absetzen? Aber selbstverständlich, gern, Charlie. Ich hoffe, Sie verzeihen mir meinen eiligen Aufbruch. Es war mir ein außerordentliches Vergnügen, Sie kennenzulernen. Vergnügen ist ganz meinerseits. Wiedersehen. Also dann. Du machst einen Fehler damit, diesen Bus zu verkaufen. Ein Riesenfehler. Reg dich ab. Ich weiß, was ich mache. Du kannst doch nicht einfach alles über den Haufen werfen. Du hast dich so sehr über diese Reise gefreut. Wie oft soll ich's dir noch sagen? Ich hab AIDS. AIDS! Ja! Aber es gibt wirksame Medikamente heutzutage. Du hast doch keine Ahnung. Und du? Du suhlst dich in einem Selbstmitleid. Was mit anderen passiert, zum Beispiel mit Florian, interessiert dich ein Scheiß. Was hat Florian denn mit meiner Krankheit zu tun? Nichts. Aber du solltest langsam mal damit aufhören, immer nur an dich zu denken.
Ich würde dich gern mal sehen, wenn du AIDS hättest. Ich würde jedenfalls nicht meine ganzen Träume über den Haufen werfen. Was hat denn der Arzt gesagt? Nichts. Wie nichts? Nichts eben. Ich war nicht da. Sag das nochmal. Ich war nicht beim Arzt, Mann. Und warum behauptest du dann, dass du hingehen willst? Damit du endlich aufhörst, mich zu nerven. Doch, du tust das doch für dich. So, ich sag dir jetzt mal, was ich für mich tue. Und danach will ich nie wieder drüber reden. Ich gehe zurück nach Venezuela. Basta. Was willst du da? Sterben. Sterben. Du hast ja fast. Du bist ja nicht mehr ganz dicht. Vor dir brauche ich mich doch nicht rechtfertigen. Okay. Es interessiert mich auch nicht mehr, was du machst. Flieg nach Venezuela und verreck dort. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Christoph, kann ich dich kurz sprechen? Zwischen uns ist alles gesagt. Christoph, ich weiß doch, dass mein Verhalten unverzeihlich war. Immerhin verfügst du über ein gewisses Maß an Einsicht. Wir haben uns doch mal gut verstanden, oder? Wenn ich deinen wahren Charakter damals schon gekannt hätte, wäre es nie dazu gekommen. Du kannst glauben, was du willst, aber ich bin nicht so mies, wie du denkst. Ich will jetzt das Gespräch nicht fortsetzen. Pack deine Sachen und hau ab. Und was ist mit dem Gestüt? Das Gestüt, das geht dir nichts mehr an. Also, klär deine persönlichen Dinge und dann will ich dich hier nicht mehr sehen. Clarissa, deine Idee mit dem Essen auf Friedenau war hervorragend. Pavlos war sehr beeindruckt. Ja, das freut mich. Und? Wie findest du ihn? Nett. Keine Frage. Wirklich nett. Was denn? Nur nett? Hör mal, dieser Mann ist erste Klasse. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Naja, dir muss er ja auch nicht gefallen. Allerdings. Ach, ich würde mich am liebsten kopfüber hineinstürzen. Charlie, denk dran, was ich dir gesagt habe. Ja, es ist ja auch noch nichts passiert, aber... ich glaube, ich gefalle ihm auch. Es würde mich gar nicht wundern, wenn er die nächsten Tage hier mit einem riesen Blumenstrauß aufkreuzt. Na, hoffen wir das Beste. Ja. Du, Charlie, sei mir nicht böse, aber ich bin ein bisschen erschöpft. Ich habe mich gerade etwas hingelegt. Ja, natürlich. Ich wollte mich auch nur rasch bedanken für das Essen und für deine tolle Idee mit meinem Termin. Habe ich doch gern getan. Also, bis dann. Ciao.